Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte mir heute ein Kartoffelbrot backen und dafür brauche ich folgende Zutaten. 150 Gramm Kartoffeln, 300 Gramm Weizenmehl der Type 550, 405er geht natürlich auch, 125 Gramm lauwarmes Wasser, 3 Gramm Salz, 5 Gramm Zucker, ein Päckchen Trockenhefe, einen Teelöffel Balsamicoessig und einen Esslöffel Kürbiskernöl. Wie so oft ist auch dieses Rezept sehr simpel. Ich gebe alle Zutaten in die Rührschüssel der Küchenmaschine. Wieder mache ich mir eine kleine Mulde in das Mehl. Und gebe die Hefe oben drauf. Gebe den Zucker mit dazu. Gieße das mit ein wenig lauwarmem Wasser an. Bedecke das Ganze wieder ein bisschen mit Mehl. Und lasse das jetzt für ca. 10-15 Minuten ruhen. Die 15 Minuten sind um. Die Hefe hat gearbeitet, wie man deutlich an der Blasenbildung sehen kann. Jetzt gebe ich einfach wieder alle restlichen Zutaten dazu. Das Salz, Balsamicoessig, Kürbiskernöl. Das dient für die Farbe und auch für den Geschmack. Das restliche Wasser. Die gekochten Kartoffeln habe ich mir gemust. Und alles zusammen werde ich nun wieder in der Küchenmaschine für ca. 10 Minuten verkneten lassen. Ich werde jetzt den Teig mindestens für eine Stunde abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen. Der Teig hatte jetzt gut 60 Minuten Ruhe und du kannst ganz deutlich sehen, dass der Teig wunderbar aufgegangen ist. Also die Hefe arbeitet. Ich gebe mir jetzt den Teig hier auf meine bemehlte Arbeitsfläche. Dieser Teig ist doch recht weich. Er soll jetzt nicht mehr geknetet werden, sondern gefaltet. Diesen Teig werde ich mir jetzt hier in meine feuerfeste Form geben. Ich werde sich hier noch ein bisschen bemehlen. Und ich möchte ihn noch ein bisschen einschneiden. Ich werde dieses Brot nun bei 240 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 Minuten abgedeckt ausbacken und dann in den letzten 5 Minuten, damit das Brot nochmal schön Farbe bekommt, 5 Minuten ohne Deckel. Das Kartoffelbrot ist komplett ausgekühlt und daher möchte ich es jetzt anschneiden. Hast du dieses Knistern gehört? Wie schön kross.
So, das war es wieder soweit von mir. Das Rezept ist wie immer zum Nachlesen in der Infobox. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere doch einfach kostenlos diesen Kanal und lass mir einen Daumen hoch da. Vielleicht kann ich dich dann ja bald zu einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen. Bis dahin mach es gut, bleib gesund und viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss.